Hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen bei einer neuen Folge von Hunter und Kron. Heute mit einem ganz besonderen Highlight, nämlich Robinson Crusoe Abenteuer auf der verfluchten Insel. Ja, ein kooperatives Abenteuerspiel für 1 bis 4 Spieler. Ein Spiel, was einen gut fertig machen kann. Ich bin selber noch völlig krank von den ganzen hässlichen Wunden und Nächten unter freiem Himmel, bei Regen, Sturm, halb verhungert. Wilde Tiere, Schnee, Kannibalen, alles, was ihr euch vorstellen könnt. keine Rasierer. Da Ja. kommt einiges auf euch zu. Robinson Crusoe wird in Szenarien gespielt. Wir haben hier das erste Szenario aufgebaut, das da den Titel trägt Schiffbrüchig. Eine kurze Szenario-Beschreibung, in dem Fall eine klassische Geschichte. Wir sind auf der einsamen Insel gestrandet und versuchen natürlich zu entkommen. Direkt drunter das Ziel des Szenarios, das in dem Fall eben lautet, einen Holzstapel zu errichten, um ein großes Signalfeuer zu erzünden, um mit diesem Signalfeuer ein Schiff anzulocken, das uns in die rettende Freiheit bringt. Dafür haben wir in Szenario 1 12 Runden Zeit insgesamt und in den letzten 3 Runden fährt ein Schiff nahe genug an der Insel vorbei, dass es theoretisch unser Signalfeuer sehen könnte, wenn wir es denn bis dahin fertig errichtet und angezündet haben. Es gibt weitere Szenarien, 6 an der Zahl, hier zum Beispiel Szenario Nummer 2, die verfluchte Insel, wo es das Ziel ist, eben Kreuze auf verschiedenen Inselteilen zu errichten, um den Fluch der Insel zu bannen. Vulkaninsel, Jenny braucht Hilfe, Insel der Kannibalen und Familie Robinson. Ist ziemlich cool gemacht, weil das Spiel schafft es, jedes Szenario sehr, sehr unterschiedlich zu gestalten. Bei der Insel der Kannibalen zum Beispiel, bei jedem Buchsymbol gibt es einen Angriff der Kannibalen oder bei der verfluchten Insel wird der Fluch, der seltsame Nebel breitet sich dann weiter aus. Der Spielplan sieht natürlich unglaublich umfangreich und kompliziert aus, ist aber tatsächlich sehr übersichtlich und schön gestaltet. Hier oben ist abgebildet, wie das Spiel abläuft in den verschiedenen Phasen. Es gibt insgesamt 6 Phasen, die Ereignisphase, dann gibt es die Moralphase, die Produktionsphase, die Aktionsphase, die Wetterphase und die Nachtphase. Jede Runde läuft quasi genau gleich ab, da werden einfach diese 6 verschiedenen Phasen abgearbeitet. In der Ereignisphase wird die oberste Karte vom Ereignisstapel aufgedeckt und einfach befolgt. Hier wäre es das Ereignis schwarze Wolken. Dicke schwarze Wolken hängen am Himmel. Das Wetter ist euch nicht wohlgesonnen. Lege einen Regenmarker auf das Wetterfeld. Das bedeutet, wenn die Wetterphase kommt, dann müssen wir mit dieser Regenwolke klarkommen. Die Ereigniskarten sind zweigeteilt, wie wir sehen, weil im unteren Bereich sind drohende Ereignisse, die mit Präventivaktionen verhindert werden können. Nachdem das sofortige Ereignis abgehandelt wurde, kommt die Ereigniskarte hier runter, verschiebt die gegebenenfalls dort liegende Ereigniskarte nach links. Das drohende Ereignis in dem Fall ist, dass eine weitere Regenwolke auf das Wetterfeld kommt und wir könnten das mit der Präventivaktion Vorbereitungen treffen abwenden. Wenn jetzt noch eine weitere Ereigniskarte nächste Runde kommt, wird eine Karte rausgeschoben und jetzt würde das drohende Ereignis von der Karte in Kraft treten. Dann gibt es die Moralphase hier Nummer 2. Es gibt hier einen Moralmarker, der steht am Anfang auf 0, der kann positiv oder negativ sein. Wenn es positiv ist, dann bekommt der Startspieler zusätzliche Entschlossenheitsmarker, mit denen er bestimmte Zusatzfähigkeiten ausführen kann. Wenn sie negativ ist, muss er Entschlossenheitsmarker abgeben. Wenn er das nicht kann, dann wird er auch Wunden erleiden. In der Produktionsphase bekommen wir Ressourcen, entsprechend dem Teil, wo unser Lager sich befindet. In dem Fall am Strand wären das ein Fisch und ein Holz. Das 4. ist die Aktionsphase, das Herzstück des Spiels. Und das ist jetzt hier unten abgebildet. Hier sieht man auch Nummer 4, Aktionen. Das sind alle Aktionen, die gemacht werden können. Hier diese drohenden Ereignisse abwenden. Dann könnte man jagen. Um auf die Jagd gehen zu können, müssen wir erst durch Erkunden der Insel und entsprechende Tiersymbole langsam einen Jagdstapel zusammenbauen, den wir dann eben beim Auf die Jagd gehen wieder durchspielen können. Mit der Aktion Bauen können wir entweder diese Erfindungen hier versuchen zu erfinden. Ganz am Anfang kann man nur die Schaufel erfinden, weil die mit dem Landschaftstyp Strand verbunden ist.
Außerdem kann man mit der Bauen-Aktion noch das Lager errichten. Also momentan schlafen wir nämlich noch im Freien. Wir könnten die Dachstärke unseres Lagers erhöhen. Wir könnten eine Palisade errichten, um gefräßige Tiere abzuhalten. Und wir könnten versuchen, Waffen zu bauen, die wir brauchen, um die Tiere zu jagen. Dann gibt es die nächste Aktion, das ist Ressourcen sammeln. Wir können einfach in entdeckten Inselteilen versuchen, weitere zusätzliche Ressourcen zu sammeln, Holz oder eben Nahrung. Und dann gibt es noch die Aktion Entdecken. Damit nehme ich das oberste Inselblättchen, decke es auf und habe hiermit Landschaftstyp Fluss entdeckt. Dadurch könnten wir jetzt theoretisch die Karte und den Damm erfinden. Außerdem ist hier so ein Ruinensymbol, das im Startszenario zum Glück noch keine Bedeutung hat. Und es wird hier ein Erkundungsblättchen entdeckt, was in dem Fall wären es Gewürze. Dann gibt es noch die Aktion Lager aufräumen. In dem Fall bekommt man 2 Entschlossenheit und dieser Moralmarker würde sich ein Feld positiv verschieben. Dann gibt es noch die Aktion Ausruhen, da kann man sich heilen. Als nächstes käme dann noch die Wetterphase Nummer 5. Und müssen jetzt für jede Regenwolke, die wir nicht mit der Dachstärke sozusagen uns schützen können, ein Holz und eine Nahrung bezahlen. Und zu guter Letzt die Nachtphase, hier Nummer 6. In der wird auch nochmal quasi abgerechnet. Da muss jeder Charakter essen. Kann er das nicht, er leidet an Wunden. Übernachten wir im Freien, ist es ebenfalls schlecht für die Gesundheit. Es gibt 4 verschiedene Charaktere im Spiel. Hier zum Beispiel der Zimmermann und der Koch, die natürlich alle über individuelle Spezialfähigkeiten verfügen. Jeder Spieler hat 2 Aktionssteine, die er für die Aktionsphase benutzen kann. Ein grundlegendes Spielprinzip bei Robinson Crusoe ist, dass es oft 2 Möglichkeiten gibt, eine Aktion auszuführen, entweder alleine oder zu zweit, wobei zu zweit auch bedeutet, dass ein Spieler beide Steine verwenden kann. Und wenn man eine Aktion allein ausführt, führt man sie auf Risiko aus, dann kann diese Aktion auch scheitern. Der Koch, der könnte hier versuchen, auf Risiko zwei Felder hier zu erforschen. Für Risikoaktionen ist es so, dass Würfel gewürfelt werden müssen. Der eine zeigt an, ob die Aktion ein Erfolg ist oder ein Fehlschlag. Außerdem gibt es einen Würfel, der anzeigt, ob ich eine Wunde erleide. Und der dritte Würfel schließlich zeigt an, ob ich ein Abenteuer erlebe. Ja, das bedeutet, ich muss hier eine weitere Karte ziehen, verlaufen. Und jetzt muss ich nämlich die Nacht außerhalb des Lagers verbringen, was schon ziemlich blöd ist, weil ich nichts zu essen mitgenommen habe. Ja, diese Würfel gibt es für alle Aktionen eigene. Außerdem gibt es verschiedene Wetterwürfel, hier mit Regenwolken, hier mit Regen und Schneewolken und einen Tierwürfel, der auch noch für unliebsame Überraschungen sorgen kann. In manchen Szenarien hat man außerdem die Möglichkeit, Schätze zu entdecken über solche Ruinensymbole. Dann kann man die Ruinen auch erkunden. Zum Beispiel, ganz toll, wir haben Gold gefunden. Ist leider auf der Insel nichts wert. Robinson Crusoe ist wirklich kooperatives Überleben, Kampf, Abenteuer auf ganz hohem Niveau und auf hartem hohem Niveau. Das Einzige, was ich bei Robinson Crusoe so ein bisschen schade finde, ist, dass der Schwierigkeitsgrad ist hoch, was super ist, aber er wird vor allem dadurch erzeugt, dass wir wirklich permanent von einer Katastrophe in die nächste rennen. Man muss sich hier jedes Stückchen Holz, jeden Fisch, jede Erfindung mühsam verdienen. Nichts ist von Dauer, alles kann mit der nächsten Ereigniskarte in Abgründe gerissen werden. Das ist auch irgendwie schön, ja, ist auch spannend, das hält die Spannung hoch. Aber ich hätte mir persönlich gewünscht, dass man ab und zu mal ein paar mehr Erfolgserlebnisse auch hat. Es ist kein Spaziergang, kein Zuckerschlecken, aber genau das ist reizvoll. Es ist eines der wenigen kooperativen Spiele, wo ich sagen muss, dass Scheitern tatsächlich auch Spaß macht. Man braucht noch ein Stück Holz. Man muss nur noch einmal in den Wald gehen, Ressourcen sammeln, ein Holz holen, das auf den Holzstapel legen, diesen Holzstapel anzünden und dann kommt das Schiff und holt einen ab. Und dann verläuft der mit dem letzten Holz sich, schafft es nicht zurück ins Lager, während dann im Lager einer verhungert und alle damit das Spiel verlieren. Das ist wirklich eine qualvolle Niederlage, wo man den Tränen nahe ist. Und das finde ich das Tollste an Robinson Crusoe. Es ist halt eins von diesen ganz seltenen Spielen, wo man am nächsten Tag auch echt eine Geschichte zu erzählen hat. Ja, Robinson Crusoe ist wirklich eine Wucht an kooperativem Spiel, hebt das ganze Genre in meinen Augen auf eine neue Ebene, ist unglaublich schön gemacht von der Aufmachung her, von der Herstellungsqualität, von den Karten, vom Artwork, das ist unglaublich gut. In Sachen Spielatmosphäre am Tisch, das ist wirklich einzigartig und ganz toll, da kann ich auch nur sagen, mehr davon, ich will noch mehr Szenarien. Es gibt übrigens ein 7. Szenario bei Pegasus zum Download mit King Kong. Das war Robinson Crusoe, wir können es euch wärmstens empfehlen, habt viel Spaß beim Spielen, bis zum nächsten Mal.